Es ist kurz nach 7 Uhr. Heute geht es quer durch die Dolomiten, etwa 240 Kilometer. Und gestern Nacht gab es noch ein kurzes, aber heftiges Gewitter. Dafür ist es heute wieder Kaiserwetter. Temperaturen schon angenehm. Ich denke, so rund 20 Grad wird es haben. Die Sonne hat schon Kraft und heizt schon wieder tüchtig ein. Und so etwa hier, da geht's lang. Eine gute Weiterfahrt und gutes Ankommen. Ja, wenn das Wetter gut ist, dann ist alles gut. Ja, ich habe gemerkt, es könnte ein Gewitter haben. Ja, das ist wenn es heiß ist, dann entlädt es sich halt. Ja. Guckt mal, perfekte Bedingungen. Sie hat jetzt gerade noch gesagt, dass das Wetter auf der Alpen-Südseite, also Kroatien, Italien, ist eine Hitzewelle vorausgesagt. Passt. Die Parkerei geht auch immer schneller. Das war jetzt ein richtig toller Aufenthalt hier im Reiterhof. Kann ich wärmstens empfehlen. Das ist wirklich, ich habe schon geduscht. Diese super engen Gästchen sind einfach der Hammer. Jetzt sind wir in Meran. Gestern Abend wurde es doch noch recht frisch. Ich denke, die Temperaturen sind auf etwa 12, 15 Grad gesunken. Und da habe ich gemerkt, ich habe gar nichts Warmes dabei. Doof. Darum gehe ich jetzt hier was kaufen. Schönes Shopping-Center hier. Jetzt habe ich noch einen externen Harddrive dazu gekauft, 2 Terabyte. Das sollte reichen. Da oben, da ist der Greiterhof, wo ich übernachtet habe. Jetzt geht es zuerst einmal ein paar Kilometer auf der Autobahn nach Bozen und von Bozen dann geht es in die Dolomiten. Juhu! Jetzt sind wir in Bozen. Ganz schön viel Verkehr hier. He? Das ist ja unfassbar. Da gibt es tatsächlich kein einziges gerades Stück. Das ist ja eine Wahnsinnsroute hier. So schön. Nice. Einmal Gas geben, dann schon wieder abbremsen. Das ist wirklich eine tolle Jahreszeit jetzt im Mai, weil die Wiesen blühen und es ist doch schon warm, aber nicht zu warm. Jetzt zum Beispiel ist es genau 24 Grad, perfekte Bedingungen. Guckt euch mal das Panorama an. Genau dahin geht es jetzt. Das hier sind die italienischen Geschwindigkeitskontrollen. Hier ist nur 30. Ich habe wieder mal ein typisches Problem. Ich werde jetzt bald auf Reserve gehen. Das ist halt wirklich die Einschränkung mit einem 14 Liter Tank. Yeah, meine Stoßgebete wurden erhöht. Erhöht, ja. Aperto heißt das offen. Hallo. Hallo, kannst du danken und zahlen Ihnen später? Ach so. Ja. Alles klar, danke.
Ah, Kontakt. Okay. Danke. Tschüss. Oh, ist das schön hier. Ich habe noch nie so türkisiges Wasser gesehen. Ja, Wahnsinn. Der See ist ja der Hammer, ey. Unfassbar schön. Das ist das Leben. Living the dream. So, das war jetzt doch ein wunderbarer Stopp. Ich habe jetzt noch rund 170 Kilometer vor mir. Es geht jetzt aber noch viel extremer in die Dolomiten, über noch höhere Alpen, also Dolomitenpässe. So, jetzt sind wir, glaube ich, auf dem Carapaz. Wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Carapaz, yeah. Er ist knapp 1800 Meter hoch. Ich bin allem im Weg. Ja, ja. Bis anhin war alles meistens auf Deutsch und Italienisch angeschrieben und jetzt ist nur noch alles Italienisch. Ist wirklich extrem touristisch hier. Aber ich glaube, das ist auch ein berühmtes Wintersportgebiet. Übrigens in dieser Gegend oder ein bisschen weiter vorne liegt dann Cortina d'Ampezzo. Da finden ja jedes Jahr Skirennen statt. Das sind Strecken, also unfassbar. Ein Traum. Guck mal das Panorama hier. So, jetzt haben wir gerade die 2000 Meter Marke wieder geknackt. Also jetzt geht es ins hochalpine Gebirge. Aber wunderbare Strecke. Das hat sich richtig gelohnt. Und übrigens solche engen Kurven oder Spitzkehren sind mit einer Harley sehr angenehm zu fahren, weil man hat ja Dampf schon aus tiefsten Drehzahlen heraus. Also man muss nicht hochschalten bzw. runterschalten und schon gar nicht mit der Kupplung spielen. Also das ist richtig angenehm. Jetzt sind wir dann bald oben. Oh, Vespas! Also in der Schweiz haben wir ja auch einige schöne Alpenpässe, aber das ist ja, weiß nicht, ist besser? Ja, ja. Was ein großer Unterschied ist, ist der Verkehr. Also hier hat es wirklich viel weniger Verkehr. Unendliche Kurven.
mir noch Sorgen gemacht, ob im Mai da nicht noch Schnee liegt, aber das ist ja hier optimal. Überhaupt kein Problem. Passo Bordoi. Okay. 2239 Meter. Gehen wir gleich weiter. Ich glaube, ein bisschen weiter runter mache ich dann schon Pause. Aber hier hat es zu viele Leute. Habt ihr gesehen? Ich glaube 2, 3 Motorradfahrer und sonst niemand. Gigantisch. Ich glaube, hier bin ich auch am höchsten Punkt der Dolomitenroute. Und jetzt gucke ich mal, was meine S-Bar noch zu bieten hat. Boah! Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, es ist Sandwich Time. Wunderbar, noch von der Schweiz. Als Dessert Banane. Übrigens, im Ausland werden wir Schweizer ja dazu verknackt, dieses ausgesprochen hässliche CH-Zeichen hier aufzukleben. Und da habe ich eigentlich eine gute Lösung gefunden. Es gibt die nämlich auch als magnetisch haftend. Das geht natürlich nur, wenn dein Mofa auch tatsächlich aus Eisen ist. Aber das klappt natürlich nur, wenn dein Mofa auch tatsächlich aus Metall besteht. Kein Plastik. Wird übrigens noch spannend, wie gut der Reifen hält, weil der hat schon etwa 10.000 Kilometer drauf. Aber es gibt ja dieses berühmte Sprichwort, siehst am Reifen kein Gewebe, kannst du noch weiterfahren. Irgendwie so. Das nenne ich mal Spitzkehren. Die ganze Straße ist noch frisch geteert. Wunderbar. Stockfinster immer. Ei, ei, ei. Abenteuerliche Straßen da. Diese Stadt hier heißt, glaube ich, Longarone oder so etwas. Und jetzt sind wir, glaube ich, ziemlich unten im Tal. Ich weiß zwar nicht. Wir müssen da vorne hin. Ja, schauen wir mal. Ich fürchte, das war es doch noch nicht ganz. So, jetzt haben wir knapp 30 Grad. Diese Ampel hier schaltet nur alle 7 Minuten. Noch 3 Minuten. Oh Gott. Ich bin am Schmelzen. Bella Italia, eh? Was passiert da?
Cool, hey. Jetzt geht es hier wieder den Berg rauf. Eieiei. Ist ja schon wahnsinnig schön, aber jetzt reicht es dann. Das ist ja mal interessante Architektur. Nicht schlecht. Unglaublich. Spitzkehren, yeah! Etwas über 30 Kilometer bis zum Ziel. Das schaffe ich. Also irgendwie beeindruckt mich das. Ist ja noch nicht mal Sommer. Und es ist ein kleines Rinnsal übrig von diesem ganzen Fluss. Hier auch staubtrocken. Hey, hey, hey. Schon schön hier, hey? Doch stockfinster. Da halten wir doch mal. Da machen wir noch eine Pause. Was hat es jetzt in sich gehabt? Hey, hey. Puh. Das Motorrad läuft tadellos. Bin so zufrieden. Heute habe ich sie wirklich ein bisschen gestresst. Aber heute habe ich mich auch ein bisschen gestresst. Das war jetzt doch zäher, als ich dachte. Aber hat schon Spaß gemacht. Riesigen Spaß. Nee, war schon gut. Hat sich schon gelohnt. Würde es wieder machen. Ich sehe gerade, hier müsste man eigentlich bezahlen. Aber ist nur geschrieben auf Italienisch und Englisch und ich weiß nicht, was die wollen. So. Oh. Hä? So schnell kann man doch hier gar nicht fahren. Achtung. Nicht schlecht. Boah. Da, guck mal die Flasche. Die habe ich oben auf dem Berg geöffnet. So, Prost. Köstlich. Ach, das Leben ist schön. Könnte nicht besser sein. Mit dem Motorrad in Italien, wunderschöne Dolomitenpässe gefahren. Das Wetter spielt mit, angenehm warm, nicht heiß. Kein Regen. Boah, perfekt. Machen wir uns auf zum letzten Teil. Es sind noch 16 Kilometer. Etwa eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und hier vorne haben wir auch einen Tourenfahrer. Woher kommt denn der? SLO. Slowakien. Slowakien, das könnte sein, oder? Das ist gar nicht so weit von hier. Okay. So, jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Noch 5 Kilometer. Und dann sind wir da. Recht. Stockstraße. Ja, aufpassen. Zack. Voilà. Hotel Vajont. Das ist ja super.
Hello, I've got a booking for tonight. Yes, just a moment. Thank you. Your reservation? Yes. Okay, thank you. Right. Tada. Das ist immer die große Überraschung. Was erwartet einen? Okay. Ja. 40 €. Nicht schlecht. Aussicht, wenn es eine gibt. Ja, Balkon. Ja, perfekt. Da unten steht mein geliebtes Motorrad. Und da drüben, da sitzen Leute draußen und trinken Kaffee. Ich glaube, ich habe die Birne verbrannt. So, ich gehe noch schnell einkaufen. Heute ist ja Freitag und wo gehen wir hin? Peinlich, peinlich. Oh. Ja, ich weiß, es hat krass wenig Stil, aber ich mag das. Bisschen snacken.